Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, das tue ich. Die Welt verschiedener Hundetypen ist riesig. Es existieren über 400 anerkannte Hunderassen und unzählige Kombinationen aus Mixen. Jeder einzelne Hund ist toll, das wissen wir, völlig egal welche Rasse oder welcher Mix das ist. Keine Frage. Und trotzdem lädt uns der beste Freund des Menschen aufgrund seiner äußeren und inneren Vielfalt dazu ein, unter ihm zu wählen. Ich weiß von einigen versteckten Schätzen, vierbeinigen Schätzen, die ich Ihnen noch nicht präsentiert habe. Einer davon wäre ein Hundetyp, von welchem seine Fans behaupten, er stelle die ursprünglichste Form des alten römischen Legionärshundes des Canis Pugnax dar. Und dieser Hund ist weder ein Cane Corso noch ein Mastino Napoletano. Aber diesen Hund zu präsentieren ist wahnsinnig schwer. Aus verschiedenen Gründen. Ich verspreche aber, mich zu bemühen, das irgendwann mal zu schaffen. Sehr interessant, dieser Hund. Auch heute geht es um zwei Schätze. Die sind zwar nicht ganz so versteckt und so gehütet wie der Hund, von dem ich gerade gesprochen habe, aber auch bei weitem nicht so bekannt wie einige ihrer Kategorieverwandten das sind. Und sie sind für mich etwas ganz Besonderes. Weshalb sie das sind, werde ich versuchen in diesem Video zu erklären. Also, bis gleich. Nun, jeder Hund hat natürlich mehr zu bieten als sein Rassebild, seine Zugehörigkeit zu diverser Kategorie darzustellen. Eine klare Sache und das gilt natürlich auch für alle Mixe. Doch für mich existieren Hunderassen, welche zwar ganz klar ihre Zugehörigkeit zu einer gewissen Kategorie natürlich auch mehr als das darstellen, aber zusätzlich dazu noch einen Bonus oben drauf legen. Und bei den Molossern wären das für mich zum Beispiel der Cao Fila de São Miguel und der Catepu. Schauen Sie, gleich vorneweg. Natürlich ist mir klar, dass mein Kanal Dog Special, in welchem sehr häufig Lobeslieder über sehr starke, oft nicht immer sehr einfache Hunderassen gesungen werden, nicht jedem schmeckt. Das liegt in der Natur der Sache, das ist bei vielen Dingen so, ganz klar. Ja. Dem einen geht mein Logo, auf welchem ein grimmig posierender Bulldog zu sehen ist, gegen den Strich. Hier wäre ein mit Herz umrahmter Malteser mit Masche am Köpfchen lieber gesehen. Ist möglich. Ja. Andere meinen, ich sollte mich weniger auf das Werben von Rassenhunden konzentrieren, sondern stattdessen mehr den Tierschutz in den Fokus rücken. Doch zur Info für alle, die das nicht wissen. Ich habe einen Hund aus dem Tierschutz. Vito ist kein Rassehund. Er war einer dieser Armen. Ich habe also meinen Beitrag diesbezüglich geleistet und habe bis jetzt noch keine Sekunde davon bereut. Ja. Außerdem ist mein Kanal sowieso sehr stark darauf ausgelegt, zukünftigen Ersthundebesitzern Tipps mit auf den Weg zu geben, welche dabei helfen sollen, dass es diese Leute mit ihren Hunden in Zukunft in der Haltung etwas leichter haben. Was wiederum dafür sorgen könnte, dass dieser Hund dann bis an sein Lebensende dort bleibt, wo er zuerst erworben wurde. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist meine Art zu versuchen, Hunden zu helfen, denn direkt an der Front des Hundeleids zu stehen, das packe ich psychisch nicht. Das habe ich schon mal gesagt. Und natürlich kommt auch noch ins Spiel, dass die weit verbreitende Meinung existiert, es gäbe sowieso schon viel zu viel reaktive Hunde da draußen. Weshalb bringt man also auf einem YouTube-Kanal Rassen, die im Falle von ausbrechender Reaktivität eher schwieriger zu kontrollieren sind als der Malteser mit Masche am Köpfchen. Was soll ich Ihnen jetzt sagen? Na, erstens
weil es diese Hunderassen nun mal gibt. Und zweitens muss ich davon ausgehen, dass ich hier via Video und E-Mails mit erwachsenen Menschen zu tun habe, die sich selbst und ihre Fähigkeiten halbwegs einschätzen können. Ist nun mal so. Schauen Sie, wenn Sie ein tollpatschiger Mensch sind, dann kann Ihnen auch geschehen, dass Sie beim Hantieren mit einem Zahnstocher sich Ihr Auge ausstechen. Die Welt ist nicht perfekt. Was soll ich Ihnen sagen? Sie wissen sicher, was ich meine. So viel dazu. Und jetzt zu den Hunden. Dieser Dog Special Mann, der holt immer so weit aus. Ja, das bin nun mal ich. Was soll ich tun? Ein Portugiese und ein Spanier. Ja, was macht diese beiden Molosserrassen für mich so besonders? Zuerst mal zum Fila. Dieser Hund ist ein vierbeiniger Superstar auf den Azoren. Viele von Ihnen wissen das natürlich. Und dieser Superstar, der ist ja zu Recht. Das ist ein Alleskönner, ein molossoides Schweizer Messer. Der Cao-Fila de São Miguel treibt und beschützt Rinderherden, bewacht Familien und kommt als Diensthund bei der dortigen Polizei zum Einsatz. Da gab es eine Polizeieinheit auf den Azoren, welche mit Ausstattung oder Durchausstattung von Malinois und deutschen Schäferhunden hätte modernisiert werden sollen. Die legten heftigen Protest ein, wollten ihre Filas behalten aufgrund ihrer tollen Leistung. Soweit ich weiß, ging das dann auch durch. Das ist eine wahre Geschichte. Ja, die meisten dieser Hunde hatten und haben auf den Azoren eine Aufgabe. Die findet man arbeitend am Bauernhof, beim Bewachen von Einrichtungen oder als Diensthund bei der Polizei. Äußerst selten wird man dort auf einen Fila treffen, der zu 100% als Begleithund gehalten wird. Wird es natürlich geben, ja, aber ist eher die Ausnahme. Diese Hunde sind körperlich sehr robust, gesundheitlich sehr robust. Im Normalfall sind das oder zählen diese Hunde zu den gesündesten Molosserrassen, möchte ich mal sagen. Sie sind aber äußerlich etwas atypische Molosser. Das sind recht kleine Vertreter dieser Kategorie mit maximal 60 cm Schulterhöhe und, wenn es viel kommt, 40 Kilo Gewicht. Doch das wirklich Besondere bei ihnen ist die Aura eines Mischwesens, die sie auf mich ausstrahlen. Anders kann ich es nicht erklären. Ne? Klar, deren optische Zugehörigkeit zur Kategorie der Molosser können Sie nicht abstreiten. Und das ist auch gut so. Doch wenn die sich bewegen, wenn die agieren, dann blitzen gleichzeitig bei mir auch immer Schäferhunde auf. Obwohl der Cao-Fila de São Miguel mit echten Schäferhunden so gut wie nichts zu tun hat. Dieser Hund entstammt Verpaarungen ehemaliger Kriegshunde mit Windhunden. Es ist aber nicht nur das allgemeine Bewegungsmuster, das dieser Hund vorweist, es ist auch der klar vorhandene Pfeffer, den dieser Hund zeigt. Und das für Molosserrassen eher atypisch schnelle Reagieren auf Situationen, das für echte Schäferhunde so typisch ist. Sie verstehen, was ich meine. Ne? Ja, dieser Hund zählt sicher nicht zu den einfachsten Rassen. Ne? Ist aber immer eine individuelle Sache, ja. Und natürlich auch eine Prägungssache. Das sind zwar Dinge, die ich in vielen meiner Videos schon gesagt habe, weil sie nun mal Fakt sind. Aber im Cao-Fila de São Miguel schlummert immer ein Grundcharakter, wie es bei jeder Hunderasse der Fall ist. Und dieser Grundcharakter ist ein Hässer. Das kann man nicht verleugnen. Bedeutet, man muss diesen Hund können. Können muss man jeden Hund. Einen mehr, einen weniger. Ich würde behaupten, diesen Fila etwas mehr. Aber wenn man das kann, dann führt man mit diesem Hund mit Sicherheit einen der interessantesten Molosser auf der ganzen Welt. Ich sage Ihnen was. Hätte ich meinen den Schlaf der gerechten, schlafenden, von mir heißgeliebten rumänischen Banditenhund nicht
Und hätte ich vor, wieder Vollgas in den Hundeabrichtersport einzusteigen und käme ich davor in den Erwerb eines Cao Fila de São Miguels, dann würde ich genau mit diesem Hund einigen etwas zu sehr von der Vorherrschaft der Gebrauchshunderassen im Abrichtersport überzeugten Herren und Damen zeigen, wo der Bartel in Most herholt. Das garantiere ich Ihnen. Ja. Ist ein Spitzenhund. Toller Hund. Nun zum Spanier. Der Cardebu, der Stierhund, das bedeutet Cardebu. Auch Mallorca Bulldogge oder wie wir in Österreich sagen, Mallorca Bulldogge genannt. Zurückgehend auf die schon ausgestorbene iberische Dogge ist ebenfalls ein eher kleinerer Vertreter der typischen klassischen Molosser-Rassen. Er reicht mit bis zu 60 cm Schulterhöhe, Klammer auf, laut Standard, Klammer zu, und maximal 40 Kilo Gewicht, ähnliche Maße wie der zuvor besprochene Fila das tut. Doch ist der Cardebu optisch der ganz klar typischere Vertreter dieser Kategorie. Damit meine ich die klassischen kurzhaarigen, oft mit Falten ausgestatteten Hunde, und lasse andere Rassen wie zum Beispiel Herdenschutzhunde, die ja ebenfalls dieser Kategorie zugehörig sind, aus. Und der Cardebu ist für mich ebenfalls so ein viel zu wenig betrachteter, irgendwie gut gehüteter Schatz. Auch der strahlt so eine Aura eines Mischwesens auf mich aus. Anders kann ich es nicht beschreiben. Ich weiß nicht, wie viele Stierhunde ich in meinem Leben persönlich schon gesehen habe. Sollen es 10 gewesen sein, und die sah ich ausnahmslos alle auf Ausstellungen. Ich war auch mit einigen Ausnahmen von allen wahnsinnig entzückt. Diese Ausnahmen, wie soll ich das sagen, das waren schöne, tolle Hunde, aber sie wirkten auf mich nicht echt. Die stellten für mich Kopien eines American Staffordshire Terrier oder eines Continental Bulldogs dar. Verstehen Sie mich nicht falsch. Der American Staffordshire Terrier ist einer der tollsten Hunderassen auf der Welt, und das gilt auch für den Conti. Um das geht's nicht. Schauen Sie, die Rassebasis des Cardebu ist im Vergleich zu anderen Hunderassen recht klein. Einkreuzungen von Amstaffs oder Contis kommen bei diesem Hund vor. Diese Behauptung stammt nicht von mir. Ich gebe hier nur weiter, was ein renommierter Cardebu-Züchter ziemlich einleuchtend erklärt hat. Ich möchte aber auch betonen, das ist mir ganz wichtig, dass das nicht die übliche Vorgehensweise darstellt, diese Einkreuzung von Fremdrassen, sondern eher die Ausnahme. Denn tolle Cardebu-Züchter achten sehr wohl und sehr genau auf die Reinrassigkeit dieses Hundes. Der Stierhund ist mit der ursprünglichen, alten, sportlichen, feurigen englischen Bulldogge verwandt und hat eigentlich mit Bullterriern überhaupt nichts zu tun. Und trotzdem, passen Sie auf, ist es so, dass mir bei ihm jedes Mal, wenn ich ihn sehe, gleichzeitig seine Eigenständigkeit, welche er als Cardebu selbstverständlich vorweist, aber auch dieses Cane Corso, Tosa Ino, Bullmastiff ähnliche und zusätzlich noch dieses Bullterrier-artige als Aura entgegenwirft. Anders kann ich es nicht sagen. Er ist für mich eine Art Mischwesen. Aber zwar ein eigenständiges, doch ein Mischwesen. Ein fantastisches, möchte ich aber betonen. Das ist ein ganz besonderer, wunderschöner, mittelgroßer Molosser mit fantastischer Charakterbasis im Normalfall, wenn er gut gehalten wird, wenn er aus guter Linie kommt und so weiter und so fort. Prägung, Individuum, Sie wissen, ja, alte Leier. Dieser ehemalige Hüte-, Treib-, Jagd-, Wach-, Schutz- und leider auch Kampfhund ist ein sportlicher, fantastisch aussehender Familienmolosser vom Feinsten. Besitzer singen Loblieder über sein Wesen, absolutest loyal und liebevoll, aber auch äußerst beschützend und jederzeit dazu bereit, sich vor seine Familie zu stellen. Da darf man sich nicht bei diesem Hund verkühlen, das garantiere ich Ihnen. Als rassetypischer Vertreter zeigt der Cardebu aber im Normalfall nicht ganz
den Pfeffer wie der zuvor präsentierte Filler, ganz sicher nicht. Ist etwas entspannter zu halten als der Portugiese, schlägt charakterlich etwas mehr in die klassischen Molosser hinein als der Hund von den Azoren. Im Normalfall unterstrichen. Aber natürlich kommt es auch hier wieder aufs Individuum und nicht zuletzt auf Sie an. Klare Sache. Ja. Ich zeige Ihnen was. Ich zeige Ihnen jetzt, wie für mich ein schöner Cardebu aussehen sollte. Sie werden dann gleich wissen, weshalb ich hier mein Lied über diesen Hund singe. Gehen wir den mal weg. Frankie. Frankie ist ein Zuseher meines Kanals und Frankie ist im Besitz von Neo. Und Neo ist ein Cardebu, wie er im Bilderbuch steht. Neo. Auf diesem Bild ist er etwa 5 Monate alt. Sehen Sie sich mal diesen Kopf an. Das ist der Kopf eines wunderschönen, reinrassigen Cardebu. Ja, am nächsten Bild ist er etwa 7 Monate alt. Hier hat er schon 62 cm Schulterhöhe und pfeift auf den Rassestandard. Frankie hat mir geschrieben, dass ihm die vorgegebenen Maße diesen Rassestandard verlangte, scheinbar nicht interessieren. Aber so etwas kommt vor und es soll nichts Schlimmeres geschehen. Ja. Aber ich denke mal, dass das Vertikale sich bei Neo jetzt ziemlich schnell einbremsen wird, doch das Horizontale marschiert mit Sicherheit noch einige Zeit weiter. Ja, Neo ist ein traumhaft schöner Cardebu, ein exzellent aussehender Stierhund und soweit ich weiß, also ich kann nur wiedergeben, was Frankie mir schreibt, ist auch charakterlich auf bestem Weg, eine Zier seiner Rasse mal darzustellen. Ja, traumhafter Hund. Liebe Grüße, Frankie, und gib Neo einen festen Knuddler von mir. Ja, toller Hund, wirklich. Ja. So, das waren diese beiden gut gehüteten Schätze. Man kennt sie natürlich, ja, aber sieht sie nicht so häufig wie andere, speziell den Portugiesen. Ganz, ganz selten, habe ich überhaupt noch nie einen gesehen, persönlich, gebe ich ehrlich zu. Anders beim Cardebu, aber waren es auch nicht viele. Ja, die Welt der Hunde strotzt vor Vielfalt. Alle sind sie toll, das wissen wir. Aber die beiden sind es auch, oder? Ja, ganz sicher. Ja. Hi. Auch der Malteser mit Masche am Köpfchen ist es ebenfalls. Das wollte ich noch gesagt haben, damit wir uns gleich mal auskennen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.